What is up, Vikings? I hope you had a fantastic day, but before we get started, I have a short message for my German viewers. Für die deutschsprachigen Zuschauer unter euch. Am Ende der englischsprachigen Version wiederhole ich das Ganze nochmal auf Deutsch für euch und ihr könnt unten in dem Zeitstempel einfach an den richtigen Zeitpunkt des Videos springen. And now let's get to today's topic, which is 7 Flames of Odin. Honestly, it's been a pain for me, and I think for the majority of you as well, because it's pretty hard to figure out how this achievement works. I can show you where I am. Let's get into the game here. I am right now stuck with level 2. I mean, I've been playing the game as I'm supposed to play the game. I attack, I defend, I use different troop types. I basically use every mechanic of the game, but obviously not in the right order or something, because I don't have level 3 or 4. I saw people with 4 and onwards, so it is feasible. I could have achieved it, but there is something missing. What I want to talk about today is how this achievement works, or how it works partially, because Smirnov on his stream got a hint from Torin, and I asked Torin if he can recap this hint for the English-speaking community, and that's what he did. So here's the screenshot of our conversation. He goes, "Hey R4, I can't give you any information about secret achievements, as usual. However, I can help you with translation from Russian to English. I can't guarantee that Smirnov gave you the correct information. I will not confirm whether this information is correct or not. It's the player's task to check versions. What do you think of such an option?" And I accepted it. I said, I take your offer, and can you please help me translate the town names? Then I sent him a screenshot of the town names, where Torin actually renamed his town, as he usually does, to give information to streamers. And he translated it to us in English and says, here's the translation. Name 1. Do you want a hint? Obviously, we always want a hint. Name 2 is for different levels, and it's about the 7 Flames of Odin achievement. He says there are different conditions. And he repeats, so there are different conditions for each level. We let that sink in for a second, because that means that for each level you need to do something different. Oh, hell no! And this makes it pretty hard actually to get to this achievement, because if you figured out how the first one works, the second one is going to be different. So it's not about repeating the same actions from the first level and increase it. It's about doing something completely different. And yeah, that's a super hard task to figure out how this achievement then works. But I think it is interesting to know that it's not about repeating one task with more of something. It is something different. I hope it helps, even though it's still super vague and no concrete hint to anything. But I hope it helps you keeping track of probably more actions or things that you did differently probably from other players, and knowing that it can be something completely different from what you did before to get to the next level of 7 Flames might help you figure out how it works. We're still on it, but I think this one is gonna last a while until we get 100% evidence on how this works. Well, there is a second thing I would like to point out in the game. Let's jump back, because there was something in the news just now, and it is, what's the news? Here it is. We got a new competition during Jotunheim, and
we have Fight for Star Shards, we have Fight for Mark of Resolve, and now we have Fight for Runic Coins, which is pretty nice because Runic Coins are always needed. Those skins are expensive, so you want to max your Runic Coins as much as possible. And the text says that you get more Runic Coins as rewards compared to other personal competitions. I mean, the other personal competitions were already quite nice, and now we get additional Runic Coins in these special competitions. And there will be Runic Coins for all leagues. So pretty nice. Looking forward to this. Means that we will be fighting a lot harder in Jotunheim. That's it for this video. I'm really looking forward to Jotunheim starting tomorrow for me. Until then, I wish you an awesome day, good preparation, and see you in Jotunheim. Cheers, guys. Liebe Wikinger, der ein oder andere hat es vielleicht schon rausgehört. Ja, ich spreche auch Deutsch. Während der wohlverdienten Pause von Titan möchte ich die deutsche Community natürlich nicht völlig allein lassen und deswegen werde ich bei wichtigen Videos wie diesem hier, ich hoffe, ihr seht das auch so, versuchen, die Inhalte noch auf Deutsch wiederzugeben, weil es doch auch noch einen Unterschied macht, so ein Video auf Deutsch oder auf Englisch zu schauen. In diesem Video möchte ich kurz über den Erfolg Die 7 Flammen des Odin sprechen. Ich kann kurz zeigen, wo ich stehe. Ich bin hängen geblieben, muss ich sagen. Und zwar bei, da kommen wir gleich zu, hängen geblieben bei Level 2. Meiner Meinung nach mache ich alles, was das Game von mir verlangt. Ich kämpfe in jedem Wettkampf, ich greife an, ich verliere Truppen, ich heile Truppen. Ja, grundsätzlich alles, was das Game so möchte. Trotzdem habe ich Level 2. Ich habe Leute gesehen mit Level 4 und mehr. Dementsprechend, es ist möglich. Ich hätte es auch kriegen können, wenn ich die Dinge gemacht hätte, die andere Spieler auch gemacht haben. Habe ich nicht. Und die Frage ist natürlich, wie kriegen wir denn jetzt dort die Achievement Upgrades? Die Antwort habe ich leider nicht. Ich habe aber eine Präzisierung von Torin erhalten. Er hat nämlich in einem Stream mit Smirnov, das ist ein russischer Streamer, einen Hinweis gegeben, wie dieser Erfolg grundsätzlich funktioniert. Und die Information möchte ich gerne mit euch teilen. Ich habe Torin gefragt, ob er das, was er dort im russischen Stream gesagt hat, auch noch auf Englisch, ich übersetze es dann jetzt für euch, mit uns teilen kann, weil ja, ihr wisst, wie gut Google Translate funktioniert, da gehen dann doch die ein oder anderen wichtigen Informationen verloren. Deswegen zeige ich euch jetzt mal, was er mir geschrieben hat. Und zwar sehen wir hier den Chatverlauf. Den habe ich jetzt nicht übersetzt, aber ich kann wiedergeben, was da drin steht. Er sagt, er gibt uns natürlich keine Informationen über versteckte Erfolge. Wie so immer, ist auch verständlich. Wir sollen das ja selber rausfinden, wird ja auch ein bisschen den Spaß ruinieren. Somit sagt er, er kann mir auch nicht garantieren, dass das, was Smirnov mir gesagt hat, korrekt ist. Er kann mir aber helfen, Dinge vom Russischen ins Englische zu übersetzen. Ich habe gesagt, nehme ich an das Angebot, finde ich super, habe ihm den Screenshot geschickt von den Stadtnamen, die Torin bei ihm benutzt hat. So kommuniziert er immer mit den Streamern, er nennt die Städte um und er hat mir unten die Übersetzung gegeben. Er sagt, hier ist die Übersetzung. Name 1, möchtest du einen Hinweis? Name 2, für verschiedene Level. Name 3, gibt es verschiedene Bedingungen, Voraussetzungen. Und er paraphrasiert das dann ganz unten nochmal und sagt, es gibt also unterschiedliche Bedingungen für unterschiedliche Levels. Oh, hell no! Ich lasse das mal kurz sacken. Das bedeutet nämlich, dass für Level 1 gewisse Bedingungen gelten. Da hatten wir ja die Vermutung, dass es in Richtung T4 geht, benutzen, heilen, ja, irgendwas in der Art. Und dass für Level 2 was komplett anderes notwendig ist. Für Level 3 wiederum was komplett anderes. Das heißt, um den Erfolg zu leveln, selbst wenn ihr herausgefunden habt, was für Level 1 notwendig war, wird euch das für Level 2 nicht helfen, weil da braucht ihr was komplett anderes. Das ist der Hinweis, den Torin der russischen Community gegeben hat und den ich hiermit jetzt auch an euch weitergeben möchte, ob es mir hilft oder nicht. Aber es hilft wahrscheinlich insofern, als dass ihr nun wisst, dass es nicht reicht, die vorherige Aktion zu wiederholen mit mehr. Das hilft nicht. Es ist was anderes. Macht es natürlich unheimlich schwierig herauszufinden, wie dieser Erfolg funktioniert. Nichtsdestotrotz
hilft es sicherlich bei der Bestimmung, welche Aktionen notwendig sind. Weil jetzt wisst ihr, dass ihr darauf achten müsst, dass es eben nicht die vorherige Aktion ist, sondern dass ein viel breiteres Spektrum an Aktivitäten im Spiel zu berücksichtigen sind, die für diesen Erfolg Voraussetzung sein können. Ich möchte auch noch einen zweiten Hinweis geben, und zwar gab es eine kleine News im Game. Mein Game ist noch auf Englisch, aber das macht nichts. Und zwar, morgen startet Jotunheim und es wird eine neue Kompetition geben, nämlich der Kampf um Runenmünzen. Wir haben bisher Sternensplitter und die Helheim-Münzen und nun gibt es noch eine für Runenmünzen. Toll ist, dass es mehr Runenmünzen in diesen Kompetitionen gibt und dass die Runenmünzen auch an alle Ligen verteilt werden. Das heißt auch für kleinere Ligen jetzt die Möglichkeit, auch mal Runenmünzen während Jotunheim zu sammeln, wenn ihr denn mutig genug seid, auch in kleineren Ligen in Jotunheim zu kämpfen. Aber das ist euch überlassen. Ihr habt ja in früheren Videos von mir gesehen, dass man auch mit Level 36 sehr viel Spaß haben kann in Jotunheim. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen. Ich hoffe, es war nicht zu frustrierend jetzt mit dem Erfolg 7 Flammen des Odin. Aber ich denke, es hilft langfristig schon, den Erfolg so zu entschlüsseln. Ich wünsche euch bis dahin eine tolle Jotunheim-Vorbereitung. Habt Spaß und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss zusammen.